Hallo. Hallo. Schönen guten Tag. Wir haben wieder ganz viele Fragen von euch bekommen. Richtig. Und Sie sind Entwickler, Jenny und Björn, Pitet Studio, TV hier, Community-Arbeit und leg mal los. Genau. Vielen Dank dafür. Ein bisschen was beantworten wir auch immer im Discord. Auch in den FAQ könnt ihr Sachen nachlesen, falls wir hier mal nicht das berücksichtigt haben. Und wir haben auch wirklich schon eine Menge Fragen in den vergangenen FAQ oder am Ende einer jeweiligen Folge beantwortet. Zum Discord kommt man hier unten verlinkt. Hier, genau, jedes Video verlinkt auch den Discord. Entsprechend hoffen wir, eure Frage ist dabei oder kommt halt immer etwas später, weil wir so viele Fragen haben. Und dafür sind wir sehr happy. Vielen Dank dafür. Wenn ihr neue Fragen habt, schreibt sie uns in die Kommentare. Los geht's. Also hier hat jemand eine sehr lange Frage gestellt, finde ich aber auch ein super spannendes Thema, deswegen lese ich den ganzen Text jetzt mal vor. Oh je. Hast du nun quasi ganz alleine die reine Programmierung von Kralon gestemmt? Eine Frage? Ja. Ja? Wie ist das denn im Indie-Bereich? Traut man sich auch, auf bereits existierende 3D-Modelle zum Beispiel zurückzugreifen? Oder macht man alles selber? Oder auch auf die Funktionen, welche im Video angesprochen werden? Wie zum Beispiel das Crafting, Quest-System. Ja, okay. Also 3D-Modelle, klar, ja. Bei mir ist auch öfter mal Blender auf und ich zumpel an 3D-Modellen rum, keine Frage. Aber wir haben keine eigene Abteilung, die 3D-Modelle erstellt. Ja. Das heißt, es sind Dinge, die in abgewandelter Form mit einer handelsüblichen Lizenz reinwandern ins Spiel und dann so abgeändert werden, dass sie zu unserem Setting passen. So würde ich das formulieren. Genau. Das ist auch total üblich. Ja. Und im Grunde genommen ist alles erlaubt. Man muss halt immer gucken. Das ist so ähnlich wie beim Kinderkriegen, habe ich mir sagen lassen. Nee, echt jetzt. Also wenn du ein Baby kriegst, ja, dann sagen immer ganz viele Leute, was du machen musst. Zum Beispiel benutzt Feuchttücher oder Waschlappen. Oder du musst irgendwie, das Kind muss im eigenen Zimmer schlafen oder nicht. Oder nimmst im Tragetuch oder schiebst im Kinderwagen vor dir her. Und die Wahrheit ist, Trommelwirbel, es ist alles richtig. Man muss halt gucken, was passt denn zu Richtig, mir? ja. Ja, wie sind wir denn drauf? Wie ticken wir? Was fühlt sich für uns gut an als Familie? Richtig. Und so ist es auch bei einem Computerspiel. Ja. Du hast also im besten Falle eine Vision davon, was dein Computerspiel soll. Und alle Mittel, die da dazu zur Verfügung stehen, die kannst du nehmen und die dann so zusammenbauen und abwandeln, wie du das homogen und gut findest für dein Computerspiel. Ja. Und dann wird es cool. Ja. Ja, wenn du der Meinung bist, irgendwie, du müsstest jetzt irgendwie das absolut realistische Superspiel machen, dann bietet die Unreal zum Beispiel, das finde ich super cool, eine Freundin von uns hat das gemacht, die Julia, die nehmen ihr Handy ist das zu fassen. Und dann gehen die zum Beispiel an Skulpturen, die machen ein Spiel, das heißt Hieronymus, von dem Künstler Hieronymus Bosch, und scannen zum Beispiel 3D-Objekte mit dem Handy ab und packen das so über die Technik, die Unreal anbietet, in die Engine rein und können die, so wie die sind, als 3D-Objekte benutzen. Das ist ein ziemlich cooles Feature. Ja. Und es gibt auch schon unglaublich viele von dieser Art 3D-Objekte, die Leute schon anbieten, die andere schon eingescannt haben. Da findet ihr, was weiß ich, von Tischen über Tassen, über sonstigen Kram, alles Mögliche. Dann gibt es Leute, die finden das mit dem Abscannen vielleicht nicht ganz so sexy und wollen nicht ganz so High-End sein. Die bauen dann Sachen und stellen es zur Verfügung. Wir haben zum Beispiel einen anderen Bekannten, hallo André, der macht richtig coole Gruselspiele. André Bürger. Genau. Von Viz Games. Der macht ziemlich coole Gruselspiele und der baut zum Beispiel ganz viele verschiedene Assets für seine Spiele und bietet die anschließend zum Verkauf in lizenzierter Form an. Und dann kann man da zum Beispiel sagen, oh, das sieht super aus, dieses Paket, das möchte ich gerne auch verwenden. Und dann sind diese Lizenzen in der Regel, das müsst ihr euch aber genau durchlesen, bitte, nicht alle Lizenzen sind gleich. So gemacht, dass man dann sagen kann, okay, ich habe jetzt zum Beispiel diese Milchkanne und die finde ich super, aber die Milchkanne ist nicht so, wie ich sie mir vorgestellt habe, sondern ich möchte die gerne kleiner, bauchiger und blau haben. Dann macht ihr Blender auf, macht die kleiner, bauchiger und blau und die Lizenz sagt dann, ihr dürft das, weil ihr habt die Lizenz für dieses Ding erworben. Ja. Und die meisten Lizenzen geben das dann auch her.
wenn ihr die entsprechende Lizenz dafür bekommen habt. Das steht dann da auch drinnen, wenn ihr sowas macht. Und das ist durchaus legitim und extrem üblich. Und wenn man die Sachen halt anpasst und modifiziert, dann passen sie dann hoffentlich auch zum Spiel. Bei den Systemen ist das im Prinzip ähnlich. Systeme? Ja, also sowas wie Quest-System oder so. Man kann zum Beispiel auch... Also wie die Frage, wo ich dich unterbrochen habe gerade, ne? Genau. So, ja. Ja, da heißt ja die Frage, also was kann man alles fremd einkaufen? Es gibt ganze Tools und es gibt zum Beispiel ganze Tools, die ein Dialogsystem vorgeben, was man dann benutzen kann, oder ein Questsystem vorgeben oder solche Sachen. Und das kann man auch alles benutzen. Das muss man halt gucken, was will ich denn, ja? Was will jeder Einzelne mit seinem Spiel erreichen? Inventare zum Beispiel. Es gibt Leute, die verkaufen Inventarsysteme oder GUIs und solche Sachen. Und das könnt ihr euch alles auch holen. Da an der Stelle müssen wir allerdings sagen, da haben wir uns entschieden, solche Sachen komplett selber zu machen, weil wir da doch relativ eigen waren zu sagen, wir möchten gerne das Spiel schon ziemlich speziell auf die Sachen und Bedürfnisse anpassen, die wir uns so vorgestellt haben für unseren kleinen Dungeon Crawler, und der soll ja recht RPG-lastig werden, und das haben wir dann entsprechend selber programmiert und gebaut, beziehungsweise er hat's programmiert, ich nicht. Klar habe ich mir Sachen angeschaut, klar habe ich Vorlagen gehabt, wo ich denke so, okay, so nach dem Konzept könnte das funktionieren, die Sachen zu machen, aber programmiert habe ich die komplett selber. Ja, weil das irgendwie nicht gepasst hat. Und wenn du so Fremdcode nimmst, ne, und den dann in dein Spiel einbaust, so Middleware-mäßig, da habe ich ganz persönlich immer sehr schlechte Erfahrungen mitgemacht. So, das ist immer schwierig, so, ne? Und das heißt, wenn ich die Möglichkeit habe, das tatsächlich selber zu machen, dann mache ich es auch selbst. Und das war in diesem Fall dann auch der Fall. Das heißt also, das ist alles komplett Eigengedöns. Aber das finde ich auch gut, weil nämlich, wenn irgendwas nicht funktioniert, bist du auch selbst dafür verantwortlich. Hat man auch die volle Kontrolle darüber, gerade bei Systemen. Dann übersieht man auch nichts mehr. Da weißt du ganz genau, habe ich denn da gemacht für Mist, ne? So. Richtig. Ja, finde ich schon irgendwie sehr von Vorteil. Ja. War die Frage dann zu Ende? Ja, oder? Also im Grunde genommen geht es darum. Okay. Also dir brauche ich jetzt den Rest nicht mehr vorlesen, Alles weil klar. Wir hoffen, damit beantwortet das deine Frage. Ja. Klar, je größer ein Studio ist am Ende des Tages, ne, also die AAA-Leute, die machen dann auch noch mehr Sachen und haben ganze Abteilungen, die dann noch Sachen selber spezieller, größer, schneller herstellen. Ja. Ne? Und viele Indies profitieren halt auch davon. Und da muss man halt gucken irgendwie, dass man dann sein Spiel so macht, wie man sich das selber vorstellt und dieser Idee einfach treu bleibt in der Umsetzung. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ja. Ja, nächste Frage. Ja, gerne. Und zwar, hier kommt jetzt, könnte ich vorstellen, nach Kralon auch wieder ein größeres Projekt zu machen mit einer Spieleidee, die Gothic ähnlich ist oder groß ist oder so ähnlich. Mhm. Ja, klar. Vorstellen können wir uns alles. Muss man sich anschauen. Aktuell fühlen wir uns eigentlich ganz wohl hier. Ja. Und so zurückzugehen in diesen schwierigen Double-A-Bereich ist momentan echt mit so vielen Flanken und Schwierigkeiten behaftet, dass ich es ehrlich gesagt jetzt gerade schöner finde. Mhm. Also vorstellen kann ich mir alles Mögliche. Ich sag niemals nie. Aber momentan geht's mir genauso. Ja, das heißt also, da muss man auch mit sagen, also für jeden Mist verantwortlich zu sein, ist natürlich schon so ein Ding, ne? Manchmal möchte man schon irgendwie das auf mehrere Schultern machen, so, ne? Und sagen, okay, komm, aber ich finde das auch okay, ja. Ja. Momentan. Aber wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, wo am Ende wir dann landen, ne? Ist ja noch eine lange Zeit, bis wir in Rente gehen, ne? Ja, es ist auch immer so, alles hat immer so seine Vor- und Nachteile. Absolut, und ja. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt das hier machen, weil wir eigentlich woanders hin wollen, sondern wir haben uns jetzt hier drauf eingeschossen und leben das jetzt halt auch gerade. Ja. Und das ist halt auch jetzt, in diesem Moment ist das total cool. Und ob wir in Zukunft dann bestimmt noch mal andere Ideen haben, das mag ja sein. Aber jetzt gerade ist das hier das Ding, was wir gerne möchten. Und uns riesig darüber freuen, wenn das funktioniert. Und
wir haben ja auch alle Sachen jetzt darauf angepasst, dass das mit uns auch klappen kann, ja. Also wir haben das so dimensioniert, dass wir das schaffen können. Und dann ist das auch die Challenge, das jetzt zu schaffen. Sachen werden anders verteilt. Ich weiß gar nicht, wo diese Frage ist. Die werde ich gleich mal raussuchen. Die ziehe ich jetzt mal vor, denn irgendjemand hatte gefragt, gibt es in eurem Spiel sowas wie große Hubs, wo man irgendwie stundenlang nur quatscht und Bereiche, wo man dann stundenlang nur kämpft und oder wird die schöne Formulierung, das Ganze sehr viel homogener verteilt jetzt, wo ihr einen Dungeon Crawler macht. Und das fand ich ganz interessant. Die Antwort ist ja. Das Genau. wird sehr viel homogener verteilt. Ja. Ja. Und das finde ich auch schön, weil ich glaube, das Pacing ist schon wichtig. Ne? Ja. Das bedeutet, dass man, was magst du? Ne? Wie schlenderst du durchs Spiel? Dass man möglichst oft verschiedene Dinge tut, dass sich eine Sache nicht so sehr leer läuft. So, ne? Wenn man in eine große Stadt reingeht, jetzt muss ich erstmal alle nicht hier durchquatschen. So ein Effekt fand ich selber auch immer ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch cool, große Städte und so weiter, aber ich glaube, das mit dem Homogenen und das ist schon eine coole Sache. Ja. Deswegen Ego-Perspektive auch näher dran zu sein an dem Typen selbst und dass der dann in den kleinen Sachen rumwerkelt und so weiter, finde ich momentan sehr sexy und ich habe da Bock drauf, sowas zu machen. So ein Spiel, so eine Art Spiel, dass man tatsächlich sich den Level genau angucken muss. Ja, wo ist denn jetzt das Ding, was ich suche? Hier so, ne? Und da auch im Dunkeln dann mit der Taschenlampe in den Ecken zu leuchten oder sowas, ja, das ist schon cool. Ja. Und das ist eine ganz andere Art von Spiel halt. Ne? Und das finde ich gerade total interessant. Ja, geht mir genauso. Ja. Nächste Frage. Wie viel Content wird es nach dem Release zusätzlich geben? Kann man das bereits ungefähr einschätzen? Nein, können wir nicht einschätzen. Können wir nicht. Das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Es kommt alles auf die Resonanz an, ne? Und wie gut das ankommt, das warten wir mal ab. Erstmal machen wir ein Spiel. Erstmal machen wir ein Spiel, genau. Genau. Vorstellen können wir uns alles. Hier ist eine englische Frage. Ich übersetze gleich. I'm so curious about the amount of time spent on main aspects of game development. What is the percentage of time spent on development, code of main game engine, graphics, sound, music, sound effects, etc. Also da möchte jemand wissen, wie wir unsere Zeit aufteilen in die verschiedenen Bereiche, sag ich jetzt mal. Also wie viel Zeit braucht man für die unterschiedlichen Inhalte bei der Entwicklung des Spiels? Schwer zu sagen. Ich habe jetzt ein halbes Jahr Features gebaut und den Level geprototyped, also ausgeblockt und die Grundlage geschaffen dafür, dass man jetzt die Produktionsphase anschmeißen kann. Das heißt also, die Features sind alle in einer rudimentären, einfachen Form da. Und jetzt geht es darum, die zu erweitern. Musik und Sachen, die macht man so nebenbei. Ne? Die streut man so rein. Ich habe so einen Tagesablauf, dass ich so eine Komplexität eines Tasks, einer Sache, ein Stück Arbeit, was ich tue, halt entsprechend ein Ticket gebe, wie bei Scrum so, ne? Das heißt also, welche Priorität hat das? Wie komplex ist es? Und was für einen Impact hat das? Der Impact, der kommt dann zum Tragen, wie beim Fußball, wenn zwei Mannschaften punktgleich sind, dann werden die Tore gezählt. Wer hat mehr Tore? Das Tordifferenzverhältnis wird dann geguckt, ja? Und das ist dann der Impact. Falls es ein Stück Arbeit, einen Task gibt, der dieselbe Priorität hat und dieselbe Komplexität und man sagt, was macht man denn als erstes? Dann nämlich den, der den höheren Impact hat. So, aber normalerweise geht es darum, was ist die Priorität, was ist das Wichtigste, was jetzt als nächstes ansteht, ja, wie zum Beispiel, dass man die Features einbaut, ich möchte jetzt eine Demo bauen, dafür brauche ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, das Inventar und ich brauche jetzt irgendwie das Gefruckel mit Items in der Welt und so weiter. Diese Features halt. Die haben eine hohe Priorität, die haben eine hohe Komplexität und die haben natürlich einen Impact, einen Riesen-Impact. So, ne? Klar. Aber dann werden die nummeriert und ich mache das so, dass ich nicht an einer Sache ständig arbeite. Weil sonst werde ich bekloppt. Ne? Sonst wird es so monoton. Sondern dass ich sage, okay, es gibt eine Komplexität der Kategorie 2. Da sitze ich 3 Stunden dran. Davon kann ich jetzt 3 am Tag schaffen.
Also von der Priorität, klar, die höheren als erstes, aber von der Komplexität 2. Dann gibt es eine Komplexität 3, 0, 1, 2, 3, so immer durchnummeriert. Ne? Prio 0 ist total wichtig, muss sofort gemacht werden. Prio 1 ist super wichtig, aber kann auch ein bisschen später gemacht werden. Prio 2 muss irgendwann am Ende des Spiels drin sein und Prio 3 ist nice to have, kann man mal machen, ist vielleicht ganz nett. So, ja. Und bei der Komplexität ist es auch so, Komplex 0 zieht sich über mehrere Wochen, Tage vielleicht. Komplex 1 ist, da brauche ich einen ganzen Tag für. Ja. Müsste ich dann auseinanderklamüsern oder zumindest einen halben Tag. Und Komplex 2 ist irgendwie, okay, davon kann ich 3 am Tag schaffen. Ja. So, und dann packe ich mir diese ganzen Tasks, diese ganzen Sachen in Förmchen, in Prioritäten und verteile die dann auf meine Arbeitszeit. Wie ich das dann schaffen kann. Und dann sehe ich ziemlich genau schon, ja, ob ich überhaupt fertig werde oder nicht. Und so mache ich das. Dann gibt's dann mal so ein Musikstück komponieren, hat eine Komplexität 2, da sitze ich dann 2-3 Stunden dran, vielleicht auch manchmal einen Abend oder sowas, ja, und so weiter. So muss ich das dann, ist komplex, klar, ne, kompliziert zu erklären, aber so ungefähr ist das. Hoffentlich beantwortet das die Frage. Ich glaube schon, dem habe ich auch nichts hinzuzufügen. Okay. Dann mache ich jetzt mal einen Fragen-Schnelldurchgang. Jawohl. Also, habt ihr aktuell Angestellte oder Freelancer? Nein. Nein. Wie bekomme ich das Elex 1 Artbook von der Gamescom? Oh, keine Ahnung. Wahrscheinlich gibt's das nur noch auf eBay, wenn überhaupt. Ja. Ja. Sorry. Es gab inhaltlich ein ganz ähnliches, aber mit einem anderen Cover in der Collectors Edition. Ja. Vielleicht ist das ja auch für dich cool. Wenn du genau das Gamescom-Ding haben willst, das gab's nur auf der Gamescom, dann wäre eBay die einzige Chance, die ich sehe. Das ist selten geworden, ja. Ich möchte wissen, ob, falls ich euch treffe, ein gemeinsames Foto von uns bekommen könnte. Jawohl. Ja, einfach anquatschen. Gerne. Und dann machen wir das. Why do voice actors change sometimes from one project to another? Also, warum werden manchmal, wenn man zum Beispiel eine Fortsetzung macht, Sprecher ausgetauscht? Sprecher werden gebucht. Ja. Ja, die werden gebucht und wenn die dann in dem Zeitraum, wenn man die Sprachaufnahmen macht, die haben dann so einen Zeitslot von 3 Monaten oder so, derjenige da nicht verfügbar ist oder nicht kann oder krank ist oder hast du nicht gesehen, dann muss ein Ersatz gefunden werden. So einfach ist das. Ja, das heißt, es ist eine reine Verfügbarkeitsfrage, die unterschiedliche Gründe haben kann. So, jetzt kam die Frage, die ich vorgezogen hatte und danach eine letzte, die heißt, bringt euch ein doppeltes Wishlisten auf Steam und Epic eigentlich was? Weil die Person... Was denn doppelt? Also wenn du sowohl auf Steam als auch auf auf Epic wishlistest. Also wenn jemand zweimal wishlistet. Das bringt alles was. Alles bringt was. Ja, klar. Ja. Also die Steam-Wishlist, man muss wirklich dazu sagen, ehrlicherweise, dass Steam viel stärker frequentiert wird. Ja. Viel stärker als andere Plattformen. Und darum ist Steam wahrscheinlich auch die Plattform, die am Ende über unseren Erfolg entscheiden wird. Das muss man einfach mal so sehen. Ja. Und darum bringt uns jeder einzelne Steam-Wishlist-Eintrag am meisten. Ja, aber trotzdem heißt das ja nicht, dass das andere deswegen nichts bringt. Also alles bringt was und jede Steam-Wishlist bringt uns wahrscheinlich näher zur Sichtbarkeit. Es gibt so, es ist wirklich eine Philosophiefrage und es gibt wirklich Reddit-Foren, da wird darüber extrem lange diskutiert, über dieses Phänomen, dass wenn du Wishlists sammelst, irgendwie über die Laufzeit des Marketings am Ende quasi so eine nicht sichtbare, imaginäre Hürde darüber entscheidet, ob man bei den Trends auftaucht am Ende. Und wenn man dann das geschafft hat und bei den Trends bei Steam auftaucht, wenn man am Ende sein Spiel released, dann hast du quasi Instant Sichtbarkeit. Und dann bist du in den Top-Trends da drin. Und dann sieht jeder auf der Welt theoretisch dein Spiel. Und wenn du es bis dahin nicht geschafft hast, wenn du nicht geschafft hast, genügend Aufmerksamkeit, und du wirst da nicht angezeigt zum Release, dann verschwindet das Spiel im Grunde genommen in der Versenkung, also dann bleibt es ungesehen. Und deswegen will jeder, der ein Spiel auf Steam rausbringt, dahin. Ja, so einfach ist das. Darum ist das so sinnvoll für uns und darum bringt das für jeden einzelnen Indie-Entwickler, für jeden einzelnen größeren Entwickler so viel, wenn die Community auch mobilisiert wird, das mitzumachen, weil tatsächlich dann jede einzelne Stimme hilft. Ja. Vielen lieben Dank. Ja.
So ist das, ihr Lieben. Vielen Dank für eure ganzen Fragen. Gerne mehr unten drunter für demnächst. Ja, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Pitted Studio TV. Genau. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Ciao. Jetzt haben wir alle mundfusselig geredet. Ich habe so einen Durst.